wenn Sie glauben, 94.000 Euro geht nicht für einen Kastenwagen, glauben Sie mir, es geht. Dafür kriegt man aber eigentlich schon ein mega Reisemobil von Carthago, muss man auch sagen. Denn ihr habt doch kleine Reisemobile ähnlich, aber Leute entscheiden sich ja ganz bewusst für Kastenwagen. Du hast gesagt, das ist so, also du kriegst für 94, kriegst den kleinen, muss man wirklich sagen, oder? Ja, da muss aber wirklich alles weg sein. Ich sag mal, beim Malibu Reisemobil, wenn man das, ich sag mal, mit allem... Dafür kriegst du den hier voll. Was man weglassen kann, dann würde es theoretisch gehen, aber so bleibt ja kein Auto. Und hier haben wir jetzt einen, der ist schon gut ausgestattet für 94.000 Euro. Oh, das war ich in einer ganz anderen Zeit unterwegs. Von daher, ja, das ist schon ein hoher Preis, aber tatsächlich gehen auch Fahrzeuge hier für noch mehr weg, weil die Kunden dann einfach sagen, nee, ich kaufe mir nicht jedes Jahr so ein Auto, ich möchte den 6, 7, 8 Jahre fahren und da wird die Ausstattungsoptionsliste einmal rauf und runter geklickt, ja. Ja, ist ein ziemlich langer Lulatsch, die Länge. Der ist 6,40 Meter lang, jetzt weiß ich ja wieder, wo ich stehe. Er wirkt länger. Ja, um genau zu sein, 6,36 Meter, ist ein 640 LE GT Skyview, das heißt, er hat also oben den Dachstaukasten weg und dafür erhält er dieses Skyview-Dach halt drin, was den Innenraum optisch noch mal ein bisschen aufhält. So, hier ist ein ganz netter Kollege von dir. Ich darf dich mal ganz kurz stören. Hier schon wieder. Ist es der letzte Messetag? Ist es der letzte Messetag? Du schläfst ja auf der Messe? Nee. Du fährst nach Hause. Genau, ich werde chauffiert. Ja, das Schöne ist, ihr seid nicht weit weg hier von, ich sag mal, der Landeshauptstadt Düsseldorf. Wo seid ihr ganz genau? Wir sind in Aldenhofen, in der Nähe von Aachen, ungefähr 20 Kilometer vor Aachen. Und ja, deswegen, das sind 40 Minuten von hier mit dem Auto, das passt wunderbar. Sag mal, das mit den roten Schuhen jetzt ohne Witz, ja, ich zeig das mal gerade. Gibt es Leute, ist ja geil, der hatte eine geile Ausführung, das muss ich ja mal sagen. Die habe ich auch noch nicht gesehen. Barfußschuhe, aber rot. Ja. Ist das so, die Leute kommen zu euch und sagen, rote Schuhe haben wir erkannt? Ja, ist tatsächlich so. Also das wirkt und wir werden ganz oft angesprochen, ach guck mal, da ist er doch, einer von mal rein und dann ist die Sache schon klar. Und dann kommt man ins Gespräch und es funktioniert super. Ja, vielen Dank. Und ja, das Coole ist, es ist ja rot, eine Farbe, die selten verwendet wird. Nee, ist ja super selten, die Farbe, ganz genau. Also hier jetzt sind wir 640 LE, also links Einzelbetten drin, 2x11 Kilogramm Gasflaschen drin. Darf ich noch kurz was sagen? Habt ihr jemals überlegt, einen 7 Meter zu bauen oder sowas? Nee, also ich finde die 640 für einen Kastenwagen, das ist echt absolut ausreichend, weil du willst ja mit so einem Auto auch schon mal, ich sag mal, in die Stadt reinfahren und die 640, die gucken dann doch schon über den Pkw-Parkplatz vorne und hinten mal ein Stückchen raus. Dass du mal aus Spaß sagst, komm, wir schneiden mal einen auseinander und machen den mal einen Meter länger als Gag. Du, ich muss mal mit dem Karl-Heinz sprechen, vielleicht macht er das, der ist ja so ein Tüftler und Erfinder. Vielleicht können wir ja so einen Pullman 640 oder Habe ich jetzt gesehen, Schumacher-Edition, also ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Ich habe das Video gesehen, ich weiß gar nicht, ob das jetzt von dir war. War nicht von mir, kommt erst. Ich habe eine Stunde Video gemacht, Schumacher. Ja, genau. Da fallen dir die Augen aus. Ja. 260.000 Euro und da siehst du es auch schon gleich wieder. Hier sind wir ja dann relativ günstig. Hast zwar nicht so ganz so viel Bling-Bling. Was kostet der? Was hast du gerade für eine Summe? Weit über 200.000 Euro, fast eine Viertelmillion kostet der als Kastenwagen. Oh, okay. Ja, ist so, ja, geht. Also dann ist das hier ein Schnapper, also von daher, Leute, rennt los, sonst ist er gleich weg. Nee, also 260.000 Euro, das ist ja schon natürlich echt schon aber ist aber auch ein absoluter Hammer. Ich habe den im Video gesehen, der sieht wirklich ganz, ganz doll aus, aber ganz interessant, Ralf bzw. David Schumacher ist ja jetzt Markenbotschafter für Carthago. Der fährt selber jetzt einen C-Line 6.2 für auf die Rennstrecke. Von daher, sag ich jetzt mal, er scheint ja wirklich sehr tief in der Reisemobilfähre eingetreten zu sein, wenn er so ein eigenes Sondermodell hat. Ich habe ja mal nachgefragt, ob ich vielleicht ein Auto von euch kriegen könnte als Botschafter, aber... Ja, wie soll das denn nach? Herzog-Edition oder was? Nee, irgendwas, dass ich damit noch ein bisschen rumfahre, weil ich die ziemlich cool finde, so Kastenwagen. Und wenn, da will ich natürlich im Carthago fahren, ist ja klar. Carthago oder Malibu, was hättest du denn gerne? Komm, sag mal. Ich nenne sie ja immer Carthago Malibu. Ja. Das ist ja, weil es ja ein Teil der Carthago-Club ist. Es steht ja, glaube ich, auch drauf draußen. Company of Carthago. Und noch wird ja der Malibu tatsächlich auch in dem gleichen Werk gebaut wie die Carthago C-Line, C-Tourer und C-Compact-Line. Das ändert sich demnächst, weil wir ein drittes Werk bauen, wo nur ausschließlich Kastenwagen gebaut wird. Aber er darf schon mit Stolz Company bei Carthago tragen, ja. So, zeig mal hier oben, da ist der Träger direkt für egal was. Da kannst du, was weiß ich, ein Reserverad dranhängen, aber auch ein Fahrradträger. Ja, also hier hängt normalerweise der Fahrradträger dran. Den haben wir jetzt nur für den Messebetrieb abgemacht. Es gibt ein Auto hier auf der Messe, der hat den und da stoßen sich die Leute dauernd die Nase an. Ja, also wäre jetzt nicht meine Empfehlung. Vor allen Dingen, die Tür ist nur mit 50 Kilo belastbar.
2 E-Bikes, da ist sie eigentlich schon am Limit. So, ihr habt eine süße Markise, ich zeig mal gerade, die wirklich ganz wenig aufträgt. Die ist hier oben drauf und damit man einmal den reellen Campingbetrieb auf einem Betonstellplatz zeigen kann, habt ihr hier das Ganze mal aufgebaut, Dometic. Und hier, nicht vergessen, es gibt noch eine Malibu Camping Edition, ja, also hier mit den 2 Regiestühlen dabei. Sind die gut eigentlich? Tatsächlich, ja, ich habe die privat tatsächlich So, auch. wir machen jetzt mal den großen Gewichtstest. Bitte setz dich mal rein. Achtung, Stiftung Andreas Test, 108 Kilo sitzen da gerade drin. Es knirscht ein bisschen, aber ich vertraue dem Stuhl. Ich denke mal, der ist durch unsere QS gelaufen, also das wird schon laufen. So, da ist noch ein Tisch dabei. Ja. So, Charming, was heißt Charming eigentlich? Charming, das ist so eine Ausstattungsvariante mit ein bisschen anderes Beleuchtungskonzept etc. Draußen ein anderes Dekor halt im Fahrzeug drin. Ich sag mal, eine etwas gehobenere Ausstattungsvariante. Prince Charming. Prince Charming, ja. Okay. Kannst du, wenn du es so nennen möchtest. Ich habe es erwähnt, ja. 94.788 Euro kostet der Hobel. Ja. Und das ist, ich sag mal, auch eine Menge Geld fürs Auto. Aber wir zeigen es mal. Grundpreis, Serienausstattung 65.600 Euro. Und da ist ja der Malibu Van Komfort, der Komfortmeister. Genau. Wir gehen mal rein. Ja, wir gehen mal rein. Ich finde den auch jetzt hier mit dem Leder, ich meine, das ist natürlich, ich sag mal, auch ein bisschen empfindlicher, aber mit dem hellen Leder drin, der sieht schon echt edel aus, da kann man echt nichts anderes sagen. Ist eine Teilleder-Variante halt. Ne? Er riecht nach Leder. Echtes Leder? Das ist echtes Leder, ja, außer der Stoff, der in der Mitte ist, ist echter Stoff, ja. Ja gut, viele machen ja kein echtes Leder rein, die machen veganes Leder rein, weil es etwas einfacher zu pflegen ist. Man muss schon sagen, echtes Leder kriegt mit der Zeit eine Patina, es kann sich auch mal ein bisschen weiten, es kann Wellen werfen, das ist halt echtes Leder. Das ist halt ein organischer Stoff halt, ne? Das lebt ja irgendwie doch trotzdem weiter. Ne? Auch hier wieder wie bei allen Malibus die schöne Arbeitsflächenerweiterung halt, die großen Schubläden hier mit Softclose, hier nochmal ein Riesenfach drin, da nimmt meine Frau dann, als ich noch den 640er gefahren habe, schon mal den Thermomix mit, da will ich nicht drauf verzichten und hier kannst du dann mit einem Handgriff halt, wenn der Tisch ein bisschen weiter nach vorne geschoben ist, geht es ganz leicht hochklappen und hast darunter nochmal Staufläche. Ne? Am Tisch kannst du nochmal eine Arbeitsplatte auch rausschieben, sodass, wenn da wo du jetzt sitzt, kann dann einer sitzen und auch ganz gemütlich frühstücken. Ne? Andreas, wir schenken uns jetzt mal das Bad, wir schenken uns auch mal alle anderen Sachen. Es gibt 2 verschiedene Bäder, wir haben jetzt bis jetzt immer das gleiche gezeigt. Aber wir müssen wirklich mal sagen, Name von dieser Welt. Von dieser Wohnwelt hier, Ja. Jetzt hast du mich erwischt. Also das ist Sherry Classic und der Polsterstoff, der ist relativ neu. Du magst mal nachschauen? Habe ich gerade nicht im Kopf. Ich besorge die Information. Er macht's mal gerade. Da steht Teilleder Teilleder Elfenbein, das heißt also dann genauso wie bei uns in den... Es riecht, du kannst die Nase reinhalten, es riecht wie in der S-Klasse. Ja. Es ist echt gut und ja, wir schauen mal ganz kurz rein. Es gefällt mir sehr gut, denn das helle Holz, ganz edel, oder? Ich finde das ganz edel. Das Ganze gibt es aber auch noch mal einen Tacken heller. Dann ist das die Stiefel Sherry... Ich finde es aber so mit dem Elfenbein passt es wirklich sehr gut. Jetzt in der Kombi, ja. Mensch, ich bin echt durch, ja. So, trotzdem wollen wir es zeigen. Also der 640er, hier mit schöner Ausstattung. Was hat der noch besonders? Der hat die Automatik mit drin, der hat das voll digitale Cockpit mit drin, den großen Motor. Genau, der hat Keyless Entry and Go hat er mit drin. Automatik hast du, glaube ich, gerade schon gesagt. Also der Original-Navi. Das Original-Navi drin, 10,1 Zoll Display von Fiat. Und wo wir nie drüber sprechen, wenn wir in die Malibus gehen, wir haben natürlich auch überall die Remis drin, also die Plissis drin, wo ich die Scheiben komplett verdunkeln kann. Ich muss da nicht irgendwie mit Folien oder sowas arbeiten. Oder da seid ihr der Einzige bei den, ich sag mal, in der Branche bei Kastenwagen, die Verdunklung von Scheiben anbieten. Ja, deswegen habe ich ja gerade erwähnt, weil wir ja nie darüber sprechen, wir zwei. Komm, wir zeigen es einmal. Ja, komm, denn das ist ja auch nicht gelockt. Also das bieten ja viele an. Remis ist ja da ich sag mal, die erste Wahl. Anders kann man es gar nicht sagen. Das Ganze geht sehr schnell. Und hier vielleicht noch besonders, es geht so hier übers Eck drüber, sodass ihr das gar nicht aussparen müsst. Genau. Und ist noch ganz neu, deswegen die Spannung. Genau, also du siehst, das ist wirklich komplett blickdicht, das ist also das isoliert auch, ist von außen nochmal bedampft. Das ist schon eine tolle Sache. So, Andreas, mal rein. Ein kurzer Blick hier rein. Da ist das Komfortbad natürlich mit drin, ein großer Kleiderschrank mit drin. Der Kühlschrank ist hochgebaut. Dafür hat man die Blickachse natürlich ein bisschen mehr geschlossen. Ich habe es aus Spaß gemacht. Für Leute, die einen
etwas engeren Raum haben wollen. Aber ganz ehrlich, das hier ist der Grundriss, den die meisten kennen und die vielleicht zum Malibu wechseln und sagen, ich will den Grundriss so, ich kenne den so, den finde ich gut, weil du hinten nämlich, wenn du drin bist, ganz heimelig bist. Das heißt, du bist nach vorne und hast hier einen abgeschlossenen Raum. Genau. Das ist alles nicht so ganz, ich sag mal, offen und das mögen viele, oder? Genau, das mögen viele. Und wir haben hier auch den großen Kleiderschrank nochmal hier hinten unterm Bett, unterm Fußteil drin und haben hier natürlich auch nochmal die Möglichkeit, Dinge einzubringen. Und hier sind nochmal schöne Schubladen halt dementsprechend. Da ist auch eine Stange drin hier? Da ist auch eine Stange drin, natürlich. Also Kleiderschrank. Der Raum ist also wirklich ideal ausgenutzt. Das ist also ein richtiges Auto jetzt hier, wo man wirklich sehr viel Stauraum hat. Ne? Cool ist natürlich der Kühlschrank, wo du dich nicht bücken musst. Du weißt das selber, es gibt Leute, die sind nicht mehr so gut zu Fuß. Den kannst du einfach aufmachen. Ja. Mach mal bitte auf. Kann man den komplett öffnen eigentlich? Leider doch. Nein, ich meine, leider ist das nicht der Dometic 10, den man halt jetzt von beiden Seiten Nee, finde ich hat. besser. Also okay. mir persönlich gefällt es besser, Okay, prima. weil nichts gegen Dometic 10, aber das ist mir alles ein bisschen zu hakelig. Hier hast du den alten, der funktioniert, ist AES, meistens ist ja auch Kompressor, gerade hier oben, den hörst du gar nicht. Ist riesengroß im Vergleich und wenn du mir einmal zeigst, wie man da so ein Fach rausnimmt. Du weißt genau, dass wir es noch nie geschafft haben, das Fach rauszunehmen. Wir haben ja schon mal eine Zuschauerfrage gestellt und Wie geht das raus? Keiner kann dir sagen, wie das Fach rausgeht. Ich könnte ja gleich mal hier die probier mal. Vertriebsleute von Malibu vom Werk sind ja hier. Die müssen das doch wissen. Habt ihr irgendeinen Verkäufer auf der Messe, der weiß, wie es geht? Wir machen mal, ach scheiße, heute ist der letzte Tag. Das hätten wir echt heute Morgen mal ausschreiben müssen. Wer das rausbekommt. Also es geht darum, und dann die Zeit, die hätte gezählt. Wie kriegt man dieses Fach raus? Ich habe es mal probiert, irgendwie eine halbe Stunde. Ja, ich hab auch kein Abitur, muss ich dazu sagen. Also, ich habe das kannst ja hier verdrehen. Da ist eine Öffnung. Damit muss es logischerweise zusammenhängen, dass es dann nach vorne zieht. Aber es funktioniert nicht. Die haben es ja auch reinbekommen. Okay, egal. Wir zwei sind zu blöd dafür. Ja, ist so. Aber Sie sind nicht so blöd, die Entscheidung zu treffen, da draußen einen Malibu zu kaufen. Und wenn Sie den kaufen, also der Andreas ist wirklich eine ganz ehrliche Haut, muss man sagen. Du hast auch noch nie gelogen in deinem Leben, oder? Lügner haben kurze Beine, ne? Guck mal. So, vielen Dank fürs Einschalten. Das Ganze bei Marijn Caravaning und oder Carthago-Center.de. Du bist einer der größten Carthago-Händler Europas, wenn nicht der größte. Und hier sieht man auch die Kopffreiheit 1,66 plus X. Also ich bin 1,82 groß und wir haben hier fast 1,90 Stehhöhe. So, im Kastenwagen, der auch nicht kein super Hochdach hat. Nein. Weil das ist nämlich ein bisschen... ein bisschen unförmig. Das habe ich auch schon des Öfteren mal gefilmt. Vielen Dank, Andreas, und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.